Ich sehe schon nicht mehr ganz so fit und frisch aus wie vorhin noch. Aber ich werde auch nicht mehr fit und frisch aussehen, wenn ich hier weiter voranschreite in diesem Spiel. Nein, das ist Dreck. Das ist nur Dreck. Nein, es ist Dreck. Dreck. Ups. Da ist er. Der erste Tod. Und damit hallo und willkommen zu Sekiro Shadows Die Twice. Und ich wahrscheinlich tausende Male und nicht nur zweimal, denn wie wir alle wissen, ist dieses Spiel bockschwer. Ich habe alle Dark Souls Teile gespielt, Sekiro mal angefangen, 5 Stunden war ich drin und dann habe ich es eine Weile liegen gelassen und wie das so ist, wenn man es dann wieder anmacht. Man erinnert sich an nichts, checkt die Steuerung nicht mehr, bliblablub und ja, dann lässt man es dann noch unmotivierter irgendwann doch wieder liegen. Aber ich dachte, ich möchte das ja auch noch irgendwann bestehen und mich zu den Glücklichen zählen, die das Spiel durchgespielt haben. Und ja, das lasse ich nicht auf mir sitzen. Ich fange einfach nochmal komplett von vorne an. Ist schon eine Weile her jetzt. Aber kein Problem. Wir starten einfach direkt ein. Toki wa Sengoku Makki. Hinomoto subete o yaita sengoku wa imada ni ikiyoi otoroezu. Yamabukai Ashina no kuni ni mo moe hirogatte ita. 野良犬が心すらなくしたか。ああ、共に来るか、飢えた狼。そして戦場で拾われた狼は修行の末熟達の忍びとなった。忍びの掟は忘れまいな。親の次に大事なもの、お前の心に刻むがよい。あれが今日からお前の主だ。命を賭して守る。たとえ奪われるとも必ず取り戻すのだ。よいなら狼よ。
Und damit haben wir schon mehr Story bekommen als in den letzten Dark Souls zusammen durchs Intro. Die haben sich da immer sehr spärlich zurückgehalten. Ups, ich bin nochmal still. 24年アシナの国は斜陽にあり狼の忍びはすべてを失っていた育ての義父も守るべき主も忍びよ、目覚めてください。あなたの主のために。So, jetzt geht's los. Der Schmerz beginnt, die Qual, das Leid. Ich werde fluchen, ich werde es hassen. Aber dann werde ich es am Ende wieder lieben, so wie die anderen auch. Weil kein anderes Spiel oder keine andere Spielreihe gibt einem dieses Triumphgefühl wie die From Software Spiele. Und da sind wir nun. Was ich gerade eben noch sagen wollte, bevor ich schon wieder unterbrochen wurde von dem Spiel, ist, dass man hier tatsächlich ein bisschen mehr Story am Anfang bekommt. Im Gegensatz zu Dark Souls 1 bis 3, wo einfach wirklich nur ganz spärlich Informationen gesät wurden, was hier eigentlich abgeht. Und den Rest durfte man sich dann in der Spielwelt zusammenklauben. Ich glaube, das ist hier ein bisschen ähnlich, aber trotzdem gibt es hier am Anfang schon mal ein bisschen mehr Infos zu der Hintergrundgeschichte, und wir sind tatsächlich auch ein eigener Charakter mit einer eigenen Hintergrundgeschichte, können uns keinen eigenen kreieren, und demnach bietet dieses Spiel dann wohl auch ein bisschen mehr Story. Dekorativer Brief. Ein Brief, der in den Brunnen geworfen wurde. Kuros Wolf, euer Schicksal erwartet euch im Mondblickturm. Entkommt aus dem Brunnen und findet den in Mondlicht getauchten Turm. Auch ohne Klinge könnt ihr ihn erreichen. Seid lautlos, seid aufmerksam. Okay. Ja, ich erinnere mich, am Anfang hat man noch gar keine Waffe. Die kommt dann erst später dazu. Unsere Lebensenergie ist auch schon mal weg. Niedrig bis weg. Ashina Talsperre. Ich mag es ja in Spielen immer erstmal in die falsche Richtung zu gehen. In der Hoffnung, dass man da vielleicht noch ein paar Goodies findet, die einem irgendwie weiterhelfen können. Aber ich glaube, hier sehen wir schon mal nichts. Da kommen wir zurück ins Startgebiet. Jetzt habe ich es echt wieder angefangen. Ich habe echt immer mal wieder, hatte ich diesen Moment, da habe ich es installiert und dann dachte ich so, boah ne, das tue ich mir nicht an. Aber jetzt hatte ich irgendwie einen kurzen Moment, wo ich dachte, ich habe Bock. Und diesen kurzen Moment muss man nutzen. Und wenn man wieder drin ist, dann ist man ja auch wieder drin, und dann geht das auch ruckzuck und man ist wieder komplett hyped. Ja, um die Ecke schauen können wir hier. Heimlichkeit. Bleib unentdeckt, indem du dich duckst und im Gebüsch versteckst oder dich unter dem Boden bewegst. Unter dem Boden, oh ja. Du besitzt zurzeit kein Schwert, weiche Feind mit Heimlichkeit aus und begib dich zum Mondblickturm. Wenn du kurz davor bist, entdeckt zu werden, erscheinen Warnsymbole über den Köpfen der Feinde. Okay. Ducken hier. Ich spiele selbstverständlich mit Controller. Gibt ja auch Irre, die spielen solche Spiele mit Maus und Tastatur. Die sind, glaube ich, einfach nur Sadisten.
Aber gut, andererseits, dann gibt es auch wieder Spieler und Spielerinnen, die das dann einfach mit einer, keine Ahnung, wie heißen diese Dinger früher, dieser Gitarrencontroller? Warte mal, wie hieß das denn? Guitar Hero, genau. Wenn man den Controller dann nimmt, dann kann man ja auch im Grunde diese Spiele spielen. 閉まっておるが壁の穴はそのままにしておるぞ。ああ、こちらは心配いらぬだろう。穴は崖際じゃ通えるものなどあるまいよ。 Aber so irre sind wir ja nicht. So, direkt mal rausgefunden, dass hier irgendwo ein Loch ist in der Wand. Praktisch, dann hangeln wir uns hier mal einfach an der Klippe entlang. Das ist auch der einzige Weg, den wir überhaupt lang gehen können. Und dringen in den Mondlichtturm ein. So weit, so einfach. Das fängt richtig normal an, das Spiel eigentlich, ne? Wie so jedes x-beliebige Action-Adventure. Aber das ist es nun mal nicht. Es ist bockschwer. Andererseits, wenn man dann eben wieder diese Leute sieht, die sowas mit Bravour und Leichtigkeit durchspielen oder diese Runs machen, ohne einmal getroffen zu werden, dann denkt man sich, so schwer kann es ja gar nicht sein. Wieso haben ja eigentlich alle graue Haare? So ein bisschen. Die auch, ne? 久しいな、狼よ。 Alle in Asche ausgerutscht. お迎えに参上いたしました。我が主。 Ah, das ist ein Typ? Ups. Ich dachte, das ist ein Mädel. うむ。表を上げよ。 Wir bekommen unser Schwert. サビマル。そなたの刀だ。 Sabimaru. 我が忍びよ。主従の約定に従い、命を賭し、我に仕えよ。 御意。 Ich finde ja das Setting an sich einfach schon geil. Dieses feudale Japan. Samurai. Katana, Kusabimaru, Schwerter. Der ganze Stuff. Und wahrscheinlich dann auch viel Anspielung auf so japanische. Sagt man da Mythologie zu? Naja, jedenfalls alte Geschichten, alte japanische Geschichten. Alte Mythen und das alles dann kombiniert im Spiel zu sehen wahrscheinlich. Ne, da freue ich mich drauf. Ein Katana erhalten von Kuro, dem göttlichen Erben. Es ist ein Familienerbstück der Hirata-Familie, einem jüngeren Zweig Ashinas. Es galt einst als vergessen, ist dann jedoch in den Besitz des Wolfs zurückgekehrt. Der Name Kusabimaru vermittelt, die Aufgabe eines Shinobi ist zu töten, doch selbst ein Shinobi darf nicht das Mitgefühl verlieren. Ein Mantra, das die Klinge selbst manifestieren kann. Alles halbwegs interessant. Ich möchte jetzt aber auch gern schon mal den ersten Leuten auf den virtuellen Schädel klopfen. Ich rede noch mal kurz mit ihr. 傷を負っておるようだな。そうだ。そなたにこれ。 Weil wie auch in den Souls-Spielen ist es ja hilfreich, öfter mit den Leuten zu reden, weil die dann oftmals andere Sachen sagen und einem noch Gegenstände geben, so wie hier auch, nämlich eine heilende Kürbisflasche, das Äquivalent zum Estus-Flakon, soweit ich weiß, in den Souls-Spielen eine Kürbisflasche mit Medizin, die Vitalität wiederherstellt. Rasten füllt die Kürbisflasche wieder auf, hergestellt von einer Schülerin des herausragenden Doktors Dogen. Auch wenn es befremdlich wirkt, dass die Flasche sich von alleine auffüllt, liegt das Geheimnis vielleicht an den Samen im Inneren. Soweit so Dark Souls. さて、そなたの体、その後大事はないか。その後とは。あの世のこと、覚えておらぬのか。はい。いや、司祭は後にしよう。今はこのアシナの城を脱さねばならぬ。御意。堀沿いに進んだ橋の下に場外への抜け穴がある。一心様より
そう聞いたことがある。まずはその橋下の抜け穴を見つけてきてほしい。見つけたらそうだな、足の歯笛で合図をくれるか。ほら昔聞かせてくれたであろう。こうピーッとな。その音を頼りにそなたのもとへ行こう。Okay, ja, Schnellobjekte benutzen. Du kannst verschiedene Schnellobjekte durchblättern und je nach Situation verwenden. Wenn du zum Beispiel Schaden erlitten hast, kannst du mit der heilenden Kürbisflasche Vitalität wiederherstellen. Schnellobjekt, bla bla bla. Kenne ich alles schon aus Dark Souls. Reliktmenü, da wollte ich gar nicht rein. Ich hatte gehofft, in mein Ausrüstungsmenü zu kommen. Das hier ist es. Und zwar brauchen wir natürlich unsere heilende Kürbisflasche als Schnellauswahl im Inventar. Nutzen wir auch gleich. Wie war das jetzt? Wie mache ich das bitte? Ja, habe ich jetzt nicht aufgepasst. Ah ja. Nach oben drücken. Nicht mehr auf A. So wie in Dark Souls. Nochmal kurz mit dir reden. Das ist dieselbe Info nochmal. Ja, okay. Und der entscheidende Unterschied zu den Dark Souls-Spielen, ich weiß auch gar nicht, ob man es immer damit vergleichen sollte, ne? Aber es ist nun mal von From Software und somit ein Souls-like und deswegen kann man das schon mal vergleichen. Der entscheidende Unterschied ist ja, dass wir hier keine Ausdauer haben, ne? Wir können uns quasi rund um die Uhr kloppen. Zum Beispiel auch mit, was ist das? Kügelchen. Medizinische Kügelchen, die langsam Vitalität wiederherstellen. Ein geheimes Verfahren, das seit Generationen in diesen Ländern weitergegeben wird. Aufzeichnung zufolge wird es seit langem in Kämpfen eingesetzt und führte zu der berühmten Widerstandsfähigkeit der Ashina-Krieger. Ein Kästchen voller Kügelchen kann auch als Kampfamulett dienen. So, also wir haben neben der heilenden Kürbisflasche noch Kügelchen, die unsere Gesundheit langsam wiederherstellen, im Gegensatz zur Kürbisflasche, die das schnell tut. Wunderbärchen. Aber da brauchen wir alles auch gar nicht. Wer muss sich denn hier heilen? Nein, dafür sind wir viel zu gut. Kann man jetzt mal direkt hier beweisen bei den ersten Gegnern, die kommen, Haltung und Todesschläge. Ein Shinobi will die Haltung seines Gegners durchbrechen, was zum Beispiel durch Angriffe möglich ist. Wenn die Haltung des Gegners durchbrochen ist, ist er für einen Shinobi Todesschlag anfällig. Angriff und bei durchbrochener Haltung Todesschlag. Beides mit demselben Knopf. Ja, easy. Locken kann man ja auch wieder seine Gegner. Träumchen. Direkt mal von hinten kommen. Tschüss. Du kannst auch gerne noch kommen, Kollege. Ja, die kriegt man ja durch bloßes Button-Smashing einfach weg. Parieren muss man hier auch noch nicht. Ausweichen. Geht das überhaupt? Kann ich das schon? Ja. Kann ich schon. Okay. Wir gehen einfach weiter. Kann ich auch sprinten irgendwie? Ich weiß auch, dass man später bekommt man ja so ein Gedöns, um noch so rumzufliegen so ein bisschen. Also so ein Greifhaken. So, parieren. Manchmal reichen Angriffe nicht zum Durchbrechen der Haltung des Feindes. Nicht zum Durchbrechen der Haltung des Feindes, ja. Das Parieren feindlicher Angriffe durchbricht ihre Haltung ebenfalls. Ein erfahrener Shinobi erreicht durch den Wechsel von Parieren und Angreifen einen schnellen Sieg. Ja, erfahren, natürlich, bin ich doch. Zack, zack, zack. Da wird nicht lange gefackelt. Wenn du dein Ziel erfasst und deinen Feind immer vor dir hältst, kannst du viel leichter angreifen, parieren und andere Kampfaktionen ausführen. Ziel erfassen, freigeben oder Ziel wechseln. Wunderbar. Oh, der hat noch ein letztes Röcheln von sich gegeben. Danke, dass sie mir als Zielübung gedient haben. Oh, ja, da werde ich schon das erste Mal getroffen. Und hier kann man ja auch mit dem richtigen Time beim Parieren dann eben diesen Konterschlag durchführen. Der ist sehr befriedigend. Der ist immer sehr befriedigend. Wenn er funktioniert, ne? Funktioniert ja auch oft genug einfach nicht.
Hallo, kommen Sie auch. Ich übe noch. Danke, beehren Sie uns bitte gerne bald wieder. Ach, hier war ich ja gerade, ne? Hier bin ich ja noch gerade lang geschlichen. Diese Zeiten sind vorbei. Nein, man muss natürlich in diesem Spiel auch schleichen, beziehungsweise es ist oft sinnvoll zu schleichen. Kann ich von oben auf diverse Kollegen runter? Den da zum Beispiel? Ja. Ja, bis jetzt läuft das ja wie am Schnürchen, Freunde. Das ist ja noch gar kein Problem hier. Oh, und da kommt schon der erste Mini-Boss. Anführer Shigenori Yamauchi. Konterhieb. Einen Konterhieb kannst du ausführen. Naja, das habe ich gerade eben schon gemacht. Na kommen Sie her, Yamauchi. Uiuiuiuiuiuiuiui. Ich habe doch eigentlich gerade richtig pariert, dachte ich. Da wird's schon kritisch. Habe ich noch so ein Kügelchen? Gib mir das. Ups. Da ist er. Der erste Tod. Ja, jetzt nur noch einmal quasi, ne? Weil wir sterben ja nur zweimal laut Titel. Jetzt sind wir wieder hier. Och nö. Ah, da war ich direkt schon zu unvorsichtig. Das wird einem hier ganz schnell noch ausgetrieben. So ein Verhalten. Na, wir müssen ein bisschen besonnener vorgehen. Sprach er und ging unbesonnen vor. Hat sich unsere Kürbisflasche wieder aufgeladen? Ja, sehr gut. Hallo ihr zwei! Ich glaube, man kann hier auch so ein bisschen leveln, ne? Also nicht mehr ganz so viel wie in Dark Souls, also kein Rollenspiel in dem Sinne. Aber neue Fähigkeiten erlernen ist wohl drin. Ey, wieso hat das nicht geklappt gerade? Na, so geht's auch. Okay, Yamauchi. Ich hab dich gerade unterschätzt. Wir machen das nochmal, wir zwei, ne? Yay. Vielleicht ist auch ein bisschen besser ausweichen, die Devise, statt zu parieren. Ups. Das war nix. Was heißt denn nochmal dieser Balken da oben? Ja, das weiß ich. Zeig mir das doch nicht mitten im Kampf. Todesschlag gegen starke Feinde. Manche starke Feinde kannst du nur mit mehreren Todesschlägen besiegen. Die Anzahl an benötigten Todesschlägen wird von den roten Kreissymbolen über der Vitalitätsanzeige des Feindes angezeigt. Okay, jetzt haben wir einen Todesschlag gemacht, aber dieser Balken da oben... Was war das nochmal? Habe ich dann... Ich habe dann, glaube ich, seine Verteidigung durchbrochen, ne? Wenn der durch ist, also rot ist. Ah Gott. Okay, jetzt muss ich wieder aufpassen. Hab ich dich. Alles klar. Okay, ich habe wieder Kügelchen bekommen. Sehr gut. Kann man hier runterfallen eigentlich? Nö. Aber springen werde ich trotzdem nicht. Das geht dann wahrscheinlich schon. Kügelchen behalte ich auch mal noch. Es ist ja auch im Grunde auch immer möglich, jeden Kampf unbeschadet zu überstehen. Aber natürlich deutlich schwieriger,
Was haben wir hier? Handvoll Asche. Was war das nochmal? Zu einem harten Klumpen zusammengepresste Asche. Wirf es auf Feinde, um sie kurzzeitig abzulenken. In Ashina fällt viel Schnee, sodass die Öfen sich mit Asche füllen. Okay, mache ich auch mal hier rein in meine Schnellauswahl. Okay, ich kann auch nach rechts und nach links durchschalten. Okay. Oh, ich bin schon ein bisschen verletzt, das sieht man sogar. Ich sehe schon nicht mehr ganz so fit und frisch aus wie vorhin noch. Aber ich werde auch nicht mehr fit und frisch aussehen, wenn ich hier weiter voranschreite in diesem Spiel. Hepp. Hier kann ich lang. Ach, unten hätte ich auch noch lang gekonnt. この橋の下、堀のどん詰まりに抜け穴があるじゃろ。あそこも見張りせよとの仰せじゃと。なんとも限界なことじゃ。戦が近いのかもしれんの。Okay, wir bekommen immer noch schön extra Infos, wenn wir unsere Feinde belauschen. Ei, was bist du für einer? Bist du nett oder nicht? Wahrscheinlich nicht, ne? Komm her, du kleiner Wurzelgnom, du. Was soll das sein? Was ist das? Was ist das für einer? Kleiner Zwerg. Rechts oder links? Ich gehe mal hier lang. Oh. Ah, nee, alles gut. Ich dachte schon, das war mein verfrühtes Ende. Ah, jetzt haben wir schon 2 von diesen Kügelchen. Die laden sich nicht auf, ne? Aber ich nehme mal eins. Ich genehmige mir mal eins. Jetzt haben wir ja 2. Und dann schauen wir mal im Graben nach diesem versprochenen Geheimgang, was da unten wäre. Nö. Sieht nicht so aus. Ist das ein Checkpoint, das Ding? Kann das irgendwas? Sieht nicht so aus. Dies scheint der Fluchtweg zu sein. Den göttlichen Erben mit dem Schilfrohr rufen. Auf geht's. Und der kommt jetzt denselben Weg hierher, oder was? Ho, der ist ja fix, du. Na, aber klar doch. Gyoi. Ich hoffe nur, es gibt in diesem Spiel keine Escort-Mission irgendwann. Escort-Mission, nennt man das so? Oder ist das jetzt irgendwie ein zweideutiger Begriff? Das ist der Wolf, den ich kenne. Macht alles, was ich will. Habe ich eigentlich Asche im Gesicht? Oder sind meine Haare einfach grau und mein Gesicht? Und der kleine Mann hier hat auch Asche im Gesicht oder auch schon frühzeitig ergraute Haare? Man weiß es nicht. Da erinnere ich mich auch nicht mehr dran. Also wie gesagt, ich habe es auch nicht so weit gespielt. Ich war nicht so gut das letzte Mal. Oh, das sieht nach Boss-Arena aus. Ja, und hab's dann eben wieder aufgehört. Aber diesmal nicht. Diesmal nicht. Genichiro. Du, Watashi war gar nix. Ich regle das für dich, mein kleiner Freund.
すまぬ。お任せを。 Genau. Ah, episch. 邪魔立てするか、巫女の忍びを。 Der sieht in der Tat etwas bedrohlicher aus schon. Der kann wahrscheinlich auch ordentlich was. Aber wenn es der erste Boss ist, der hat ja auch nur... Alter, okay. Muss man erstmal das Pattern lernen, was der da so macht. Ich guck erstmal. Ja. Erstmal gucken. Ein Schlagwagen. Oh je, oh je, oh je, oh je, oh je. Macht's auch Sinn, in Deckung zu springen mal? Oh, das war's schon. Ach, wir sollen hier verlieren. Ist das dann der Endboss? Da stellt sich jetzt natürlich gleich mal die Frage. Wenn man hier jetzt so ein richtig krasser Pro ist, ne, kann man den dann hier schon besiegen? Ich bitte um Aufklärung. 忍びとてこの程度か。巫女はもらっていくぞ。 Dann muss ich ihn immerhin nicht beschützen. Sehen wir es doch mal positiv. Nur retten. Das ist besser. Was war das denn für ein Fratzenkopf da? Wir wurden wohl gerettet. Ach ja, ich erinnere mich. Das ist so ein komischer Schnitzdude. Der schnitzt die ganze Zeit so Buddha-Figuren. Und der hat uns dann so eine neue Hand geschnitzt. I remember, I remember. Nani. Wir sind Pinocchio. めたようじゃな。どうやらまだ死の定めではないと見える。 Ah nee, der schnitzt einfach so komische... Die Dinger, die wir da schon vorhin gesehen haben. Shinobi-Prothese, der künstliche Arm eines Shinobi, der vom Bildhauer weitergegeben wurde. Eine Nachbildung eines menschlichen Arms mit einer Fülle von Mechanismen. Sie wurde speziell für Modifikationen und Anpassungen entworfen. Trotz einiger Kratzer sowie Blut- und Ölflecken ist sie im tadellosen Zustand. Ja, eigentlich Cyberpunk in der Feudalzeit hier, ne? Nice. その優しい顔の仏様はわしの彫ったもんじゃねえ。 Also musst du doch Buddha-Figuren, ne? 主が彫られたものだ。人が己の内にあるものと向き合う。そういった時に助けとなるだろう。己の内にあるものとは。怒り、悲しみ、あるいは古い過去の記憶。Ich will eine schwarze Nase, Mann, ey. Ich glaube, du brauchst mal ein anderes Hobby noch, Kollege. Das sind ganz schön viele. Wer will die denn alle haben? Richtig schön sind sie halt auch nicht, ne? Kann man hier mal so ein paar kaputt machen? Ne, geht nicht. Relikt berühren. Was ist da jetzt anders? Achso, da steckt so ein Ding drin. Okay, ich berühre. Ach, das sind, genau. Die Hinterlassenschaften von anderen Spielern und Spielerinnen, die mal wieder Nachrichten hinterlassen können, die dann oftmals auch einfach nur
Quatsch sind. なんという。その目、差し詰め、人 Und einen sogar eher früher als später ins Verderben bringen. 頃か。言えそれが忍びじゃな。わしは仏を掘らなきゃなら。お前さんはお前さんで。Bist du sicher, dass du das musst, ja? Ich meine, er sieht jetzt nicht so aus, als ob es dringend wäre. Nimm halt einen anderen. Fragen, wie du hergekommen bist oder nach deinem neuen linken Arm fragen. Beides interessant. Hören wir es uns an. ただ、拾ったのよ。屍かどうかもわからぬものを。野良犬に食わせてやることもあるまい。どれほど俺は眠っていた。お前さんを拾ってからずいぶん経つぞ。そうか。じゃが、主の主はまだ生きておるぞ。アシナの城で Ein Ausstoß der Empörung oder der Verwunderung. すぐにもその血を利用されちまうだろう。お前さんを見れば、その価値は十分にあろうというものじゃ。Dann erzähl mir mal was von meinem Holzärmchen. 俺に何をした。そいつは忍び義手。石腕の狼にはおあつらえ向きの牙じゃろうて。仏を掘るには無用でな。お前さんにくれてやる。忍び義手。そいつはただ失った腕を補うもんじゃない。人具を見つけたらわしのところに持ってくるがいい。人具だと。そうか。このからくり。察しがいいな。人具を持ってきたら忍び義手に仕込んでやる。そうすりゃその義手のありがたみがわかるじゃろうさ。Ja, allerdings, wir können also unsere Prothese aufleveln bzw. aufwerten. Und dann zurück zu diesem Schnitzer, zu diesem Schmandi hier kommen. Der macht uns dann tolle neue Sachen da rein. Das ist tatsächlich ein bisschen wie Cyberpunk. 巫女様の血が利用されるとはどういうことだ。どういうことだ。詳しいことなど知らん。ただ、流院、そう呼ばれる特別な血があるという。主の主はそれを持っておる。それゆえ巫女様は付け狙われる。お前さんの体が妙なことになっておるのもそのせいかもしれぬな。お前さんもそうじゃが、Ich bin seltsam. この Okay. 寺にはおかしな客がまあまあ訪れる。寺を出て右手の広場にもそうした者が一人おる。妙なことになっておる者同士、気が合うかもしれんな。Okay. Also die Parallelen auch, die man zu den anderen Souls-Spielen machen kann, ist ja schon mal. Also das hier ist ja schon mal typisch, ne? Da hockt halt irgend so ein armseliger Typ in einer gottverlassenen Welt rum und gibt nur traurige, melancholische Sachen von sich. Das war so ziemlich mit jedem anderen Charakter auch der Fall, den man so in den Souls-Spielen getroffen hat. Leichter Geldbeutel. Ein Geldbeutel mit einer Handvoll Zen. Kann verwendet werden, um die Zen im Inneren zu erlangen. Aha. Hat ein recht befriedigendes Gewicht. Die Zen in diesem Geldbeutel gehen beim Tod nicht verloren. Zen, ist das was Seelen war ursprünglich mal? Vielleicht? Relikte, Shinobi können Schatten, naja, genau, das war das. Die vergangenen Nachrichten anderer Spieler. Wieso ziehe ich jetzt mein Schwert? Hier ist doch gar nichts. Die Figur des Bildhauers.
Das ersetzt dann wohl die Bonfires. Figuren des Bildhauers dienen als Checkpoints überall in Ashina. Beim Rasten dort wird deine Vitalität vollständig, sowie eine Anwendung von Auferstehung wiederhergestellt. Gelagerte Schnellobjekte und Geistembleme, was auch immer das ist, landen im Inventar. Besiegte Feinde werden mit einigen Ausnahmen wiederbelebt, wenn du rastest. Ja, nämlich alle außer Bosse. Mach uns doch keine falschen Hoffnungen, Spiel. Ich kenne das doch. Ich hab das doch schon alles hinter mir. Und jetzt noch vor mir. Ah! Das wird nicht schön. Oh nein! So, rechts oder links? Gehen wir erstmal hier lang. Was ist hier so? Nur mal als Beispiel. 30 Sekunden. Wahrscheinlich einfach nur Quatsch. Der geht dahin. Und macht was? Zeigt mir, dass ich den Gabenkasten untersuchen soll, oder was? Ja, hätte ich auch gerade noch so selber rausgefunden. Objekte, die woanders nicht mehr verfügbar sind, befinden sich im Gabenkasten. Wenn der Kasten erleuchtet ist, hat ein weiteres Objekt den Weg hineingefunden. Objekte können durch Untersuchen des Kastens und Geld erlangt werden. Objekte, die woanders nicht mehr verfügbar sind. Was soll das jetzt heißen? Kann ich mir jetzt gerade nichts drunter vorstellen. Reden wir mal mit den stinkenden Kollegen hier. Er sieht aus, als ob er stinken würde. Geht euch gar nichts an. Hoi. 忍びの技ならばあるいは底本よぜひそれがしと立ち会ってもらおう Ui, okay. Machen wir. Kein Problem. Tja, das hättest du halt nicht sagen sollen, mein Freund, ne? Okay. やはり死なぬわな Klar, sowas überlebt man ja auch. Locker, kann man locker wegstecken. Kein Problem. Aber der Kerl ist dann wohl unsterblich. Deswegen sieht er auch so aus, als ob er stinken würde. Macht doch alles Sinn bisher. 見事なものであったそれがしをかように従前に殺した者そうはおらぬお主は何だ死なずあるいは虫つきと呼ぶ者もおるな死ねぬのでただここにおるのだ底本はこのような荒れ寺で何よ随分と眉間にシワが寄っておる Und dann kann ich, glaube ich, auch Japanisch sprechen. Wenn man da einfach auf alles mit antworten kann, dann ist ja easy. 死ねぬ体ゆえ幾度でも切られてやれるぞどうじゃjo, her damit. よしではやろう刀を振らば気も紛れるというもの Ich kann mit dem trainieren einfach. Grundlagen des Kampfes trainieren. Brauche ich das? Ah, nee, ich schätze, du kannst, da kann man einfach die Sachen wiederholen, die man ohnehin schon gelernt hat, falls man sie vergessen hat. この社には行き場を失った者が集うようだ。俺、現にそれがしもここにおる。だからかの。そこの賽銭箱にも時折何やら流れ着くのよ。また来るがいい。底本の技の試し、いくらでも受けようぞ。Okay. Alles klar. Mir wurde ja auch immer mal wieder Nioh empfohlen, weil es ein Souls-like ist und weil es auch dieses Setting hat quasi. Aber das fand ich erstens mega hässlich tatsächlich
Und zweitens hat es mir auch wirklich keinen Spaß gemacht. Also da sahen die Gebiete irgendwie alle gleich aus und ach, vielleicht hätte ich dem noch ein bisschen länger mal eine Chance geben sollen. Aber nee, da spiele ich lieber das hier. Greifhaken. Mit dem Greifhaken der Shinobi-Prothese erreichst du Orte, die anders unerreichbar wären. So kannst du dir erhöhte Position zunutze machen. Ein rundes Symbol zeigt Greifpunkte in der Nähe an. Wenn es grün wird, ist der Greifpunkt in Reichweite. Ja, wie schon vorhin angekündigt, gibt es jetzt diesen Greifhaken, mit dem wir uns ganz easy peasy durch die Welt bewegen können. Ich gehe aber nochmal zurück, weil da stand noch eine Dame, mit der ich noch nicht gesprochen habe. Guten Tag, die Dame, was machen Sie denn hier? 息を吹き返したのですね。流因の力。この目でしかと見ることになるとは。何者だ。エマと言います。猿お方に仕えるクスシです。猿お方とは。すみませぬが、主の命にて明かせません。ただ、あなたを助けよと、そう仰せつかっています。信用しろとは言いません。ですが、私は主の命を果たさねばならぬのです。あなたが持っている薬水のひょうたん、それはもともと私が作り上げたものです。クスシとして助けとなりましょう。 Okay, wir können hier unsere Kürbisflasche aufwerten, genau wie mit den Scherben in Dark Souls. あなたが譲り受けていたのですね。気づいているかもしれませんが、このひょうたんの薬水はおのずと湧き出します。尽きたとて、少し休めばまた満ちるでしょう。クスシとしての助けとは。ひょうたんの種をお持ちください。種だと。はい。薬水はひょうたんの種より湧き出します。新たな種を加えれば薬水の傘が増すでしょう。手に入れたら持ってきてください。 Okay. わかった。わかった。一つ頼みがあります。はい。なんだ。少し顔何ですか？を見せてください。何？何？ Ja, eben. 白いあざ。これは生まれつきですか？ Nein, das ist Dreck. Das ist nur Dreck. 流因を受けたものに現れるということか。 Nein, es ist Dreck. あるいは兆しか。 Dreck. もう良いか。ああ、十分です。無礼をしました。すみません。では、また。Mata, selber. So, der Einstieg ist geschafft. Das Abenteuer geht los. In diesem Raum. Von der anderen Seite verriegelt. Nein, das ist der falsche Weg. Okay, wir haben nur einen Weg. Und der führt über die Klippe, die wir mit unserem neuen Greifhaken überwinden können. Und das werden wir tun. Und zwar nächstes Mal. Wir wurden jetzt noch mit Samthandschuhen angefasst. Aber ab hier wird es nur noch schlimm werden. Wenn euch das Video gefallen hat, abonniert gerne meinen Kanal. Und wir sehen uns dann schon direkt im nächsten Teil. Macht's gut und bis bald. Ciao.